So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, den Monat April. Und ich dachte mir, ich starte diesen Vlog mit einem kleinen Tokio-Haul. Dann zeige ich euch meine Einkäufe, die ich so in Tokio gemacht habe und kann dabei auch ein bisschen erzählen über die so allgemeine Shopping-Experience, vor allem auch irgendwie die Vintage-Shopping betreffend. Ja, und danach so ein paar andere Worte zu Tokio allgemein. Also ein paar Fragen, die in dem letzten Vlog gestellt wurden. Und damit können wir dann das ganze Japan-Tokio-Thema erstmal abschließen. Und ja, dann beginnen wir mal mit dem Haul. Frage ist, womit fange ich an? Ich denke, ich fange mit den Vintage-Sachen an. Und manche Sachen habt ihr ja dann in dem Vlog schon gesehen, aber ja, dann gibt es jetzt hier ein paar mehr Informationen drüber. Also wir haben hier zum Beispiel als erstes so ein T-Shirt, so Print-T-Shirt mit irgendwie so Florida, Universal Studios, irgendwie ja so American Stuff irgendwie. Und ich fand, das hat halt eine coole roséfarbene Farbe, hat halt so einen richtig lockeren Fit. Und das hier, wenn ich mich nicht irre, habe ich bei Berberjin gekauft. Und Berberjin, ich glaube, die haben mehrere Läden. Genauer gesagt in Harajuku. Da gibt es so eine bestimmte Straße, wo echt so ein Vintage Store neben dem nächsten ist. Und man kann halt wirklich die ganze Straße lang laufen und wirklich in jeden Store reingehen und jeden einfach mal abchecken. Und es ist halt auch irgendwie eine Glückssache, ob man einfach einen coolen Fund macht oder nicht. Und ich finde, da lohnt es sich wirklich in allen möglichen Stores mal reinzugehen. Vor allem, wenn es so wirklich so Vintage Secondhand-Sachen sind, wie eben irgendwie so ein Print-T-Shirt. Ich verlinke euch auch nochmal die Google Maps in der Infobox. Schaut einfach, wo Berberjin ist. Und in die Straße meine ich. Ja, also ich habe das hier mitgenommen, aber die Quintessenz davon ist einfach, dass es sich wirklich lohnt, in so vielen Vintage-Läden wie möglich reinzugehen, wenn ihr wirklich so einen Shopping-Tag macht. Weil es ist auch sehr, sehr viel und die hatten ja zum Glück irgendwie so sehr regnerische Tage teilweise, die wir dann dafür genutzt haben, was auch gut war, weil dann waren die Läden auch relativ leer. Ja, das ist dann einfach nochmal ein bisschen angenehmer, weil es gibt so ein paar Läden, wo man auch anstehen muss, aber zu denen komme ich später noch an anderer Stelle. Ja, also Berberjin habe ich genannt. Dann gibt es zum Beispiel all over town quasi so Second Street oder so. Es gibt manche Vintage-Läden mehrmals, also es sind so Ketten. Und ja, aber man kann nie wissen, was wo ist. Deswegen, wenn ihr irgendwo ein Schild seht mit Vintage Clothing oder ja, irgendwas, was halt nach so Vintage Secondhand Store sich anhört, einfach da mal reinschauen, was die so haben. Kommen wir mal zu den mehr Luxury Vintage Stores. Von denen gibt es nämlich auch sehr, sehr viele in Tokio verteilt. Und eine Kette davon ist Ragtag und da kann man auch so richtig gute Funde machen. Sei es zum Beispiel irgendwie Old Celine, die sie jetzt zum Beispiel einen richtig coolen Old Celine Shopper gefunden für einen richtig krass guten Preis. Oder, weiß ich nicht, mehr so Magella Pieces und was weiß ich, irgendwie so Past Season, all mögliche Designer, die ihr euch eigentlich vorstellen könnt. Das ist dann halt auch immer wieder Glückssache. Ich habe auf jeden Fall auch einen guten Fund gemacht und da musste ich auf jeden Fall auch erstmal ein paar Tage drüber nachdenken, weil das schon, ja, ist schon ein mehr priciges Teil. Aber ich habe mich dann halt dafür entschieden. Und zwar ist es diese Hose von Loewe. Sieht so ein bisschen aus wie ein Rock, aber ist eine Hose. Das belichtet so ein bisschen. Hier so eine ganz flowige und ich habe die in dem Togi-Vlog kurz mal angehabt und blende ich euch nochmal das ein, damit ihr das so ein bisschen angezogen seht. Super schönes Teil. Es ist nicht zu crazy dadurch, dass es komplett in schwarz gehalten ist, aber es ist echt so cool mit diesem Detail hier. Fast schon wie so ein Gürtel, der dann so unten runterhängt. Und dann diese stufigen Hosenbeine. Ich muss das so ein bisschen anpassen lassen, weil entweder man macht so ein auf Red Carpet Ding, dass es so ein bisschen auf dem Boden schleift, aber ich will das schon ein bisschen vielseitiger einsetzbar haben. Deswegen werde ich so ein bisschen anpassen lassen, dass es wirklich so ganz knapp über dem Boden schwebt, wenn man hohe Schuhe anhat. Und ja, der Stoff ist super schön. Naja, ich
schwärme nicht noch weiter davon. Aber ja, solche Pieces kann man zum Beispiel finden. Einfach so besondere Collection Pieces, sage ich jetzt mal. Eine andere Kette, die ich glaube auf TikTok relativ bekannt ist Amore Vintage. Die haben zum Beispiel einen Store, der nur Chanel-Sachen hat und dann auch einen anderen Store mit gemischten Sachen. Ich muss sagen, da fand ich die Preise relativ teuer. Das muss man halt echt irgendwie ein bisschen vergleichen. Aber ja, vom Gefühl her fand ich es schon relativ teuer. Aber man hat halt schon Zugang zu sehr, sehr besonderen Taschen, die man sonst, wenn man auf Vestiaire Collective irgendwie sucht, und der Standort ist dann Japan. Also da sieht man die Taschen dann halt mal wirklich so in real life quasi und kann sie dann ohne, mit Bedacht versehen, aber ohne Zoll Einfuhrgebühren ergattern. Es ist schon mal gut, irgendwie dann die Sachen wirklich mal in echt zu sehen, so verschiedenste Modelle, die man halt sonst einfach nur im Internet sieht. Und dadurch kriegt man auch irgendwie ein bisschen mehr ein Gefühl für, ja, was einem gefällt eventuell. Also was ist ja auch dann, selbst wenn man gar nichts kauft, irgendwie für später, wenn man halt Vintage-Shopping interessiert ist es irgendwie eine gute Möglichkeit, um da so ein Gefühl zu bekommen, wie Sachen in echt aussehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, also Amore Vintage, wobei ich das halt ein bisschen teurer finde. Die haben aber auch eine Webseite. Gott, es gibt so viel zu erzählen, sorry. Also Amore Vintage ist zwar teuer, aber die haben halt echt eine krass große Auswahl, vor allem bei Chanel-Sachen. Und es lohnt sich schon, ich denke mal, vorher mal online bei denen zu gucken, weil die halt auch mehrere Stores haben. Und ich denke auch ein Lager mit Sachen, die nicht in den Stores sind. Und man kann da dann irgendwie schreiben, ja, ich würde gerne dieses Teil in echt ansehen und dann arrangieren die das dann irgendwie. Also das ist irgendwie ein guter Input, sage ich jetzt mal. Die Amore Vintage Stores sind auch in Harajuku und in dem gleichen Areal ist auch Vintage Q, also QOO. Und da gibt es auch so ungefähr so vom Segment, vom Luxussegment her die gleiche Auswahl wie bei Amore. Da wohnen Daisy und ich, finde ich. Aber bevor ich das zeige, bei Amore und Vintage Q muss man eigentlich fast immer mindestens 10 Minuten anstehen ungefähr. Also dass sie das darauf gefasst hat. Es ist generell in Japan so oder in Tokio, dass man sich ziemlich oft irgendwo anstehen muss. Darauf muss man sich einfach einstellen und das ist einfach so. Bei Vintage Q, Daisy und ich wurden da fündig und zwar hatten wir beide eine bestimmte Tasche im Auge. Und das ist halt bei Vintage Shopping so ein bisschen tricky, wenn man halt mit jemandem shoppen ist, die einen sehr ähnlichen Geschmack hat, dass man da halt manchmal genau das gleiche Teil irgendwie cool findet und dann gibt es halt nur eins. Und ja, was macht man denn da? Das kann halt manchmal ein bisschen tricky sein. Und wir haben bei dieser einen bestimmten Sache so die ultimative Zwillingslösung gefunden. Und zwar haben wir ungefähr das gleiche Teil gekauft, nur in 2 verschiedenen Variationen. Und zwar geht es um eine Tasche von Chanel aus dem Jahr, ich glaube ungefähr 2003 sollte es gewesen sein. Und meine Tasche sieht so aus. Also so ein bisschen mehr so ein quirky Modell. Und ich muss kurz einen Exkurs machen. Sorry, das Video wird bestimmt unglaublich lang, aber ich will es irgendwie informativ machen. Ich glaube, so bin ich auch irgendwie an Soul Shopping herangegangen, dass ich mir vorher schon Gedanken mache, okay, nach was suche ich ungefähr, was ist so ein bisschen auf meiner Wunschliste, damit Shopping einfach nicht so crazy ausartet, dass man da so ein bisschen mehr so einen Fokus setzt und ja, ungefähr weiß, was man möchte und nach was man sucht, weil es kann sonst echt super overwhelming sein irgendwie, finde ich. Und gerade bei so teuren Sachen ist es auch empfehlenswert, wenn man dann vorher so ein bisschen so eine Idee hat, ne? Und bei mir war es jetzt irgendwie so das Ziel, dass ich irgendwie so eine fun Anfang 2000er Sex and the City Handtasche haben wollte, so die so ein bisschen verspielt ist. Und ich finde, das trifft diese Tasche ungefähr auf den Punkt, ohne dass sie zu crazy ist, dadurch, dass sie halt auch überwiegend grau ist, aber mit dieser Camellia-Blumen-Applikation und ja, einfach den Details, finde ich, ist sie so ein bisschen mehr verspielter als jetzt meine anderen Ledertaschen, die ich sonst so habe. Und ja, es ist einfach so eine süße Tasche. Und ja, das war auf jeden Fall gut für uns, dass wir da beide 2 verschiedene Variationen gefunden haben. Dann ist es nicht genau die gleiche Tasche, aber wenn uns beide eben genau dieses Modell gefallen hat, dann war das jetzt die beste Lösung.
Daisys Variante habt ihr kurz im Tokio-Vlog sehen können. Ich blende das auch nochmal kurz ein. Ist auch super cute, so ein bisschen kleiner, so ein bisschen halbmondmäßiger geformt. Aber ja, aus der gleichen Kollektion quasi. Ja, damit bin ich auf jeden Fall super happy. Ja, das war so der größte Kauf. Um mal ein bisschen über den Preis zu reden. Die hier hat jetzt so knapp 1000 gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Und Daisys Tasche hat irgendwie so 700, 750 oder so gekostet, was ich echt richtig, richtig gut finde. Weil, wenn man halt auf Vestiaire Collective guckt, viele Chanel-Taschen kosten halt um die 4000 Euro. Und jetzt auch mit dem Preisanstieg bei Chanel Direct. Also die Preise werden nicht unbedingt niedriger. Und da dann ein Fund zu machen für 1000 oder unter 1000 sogar, sehe ich als gut an. Es gibt aber auch Modelle, vor allem bei Amore Vintage, die unglaublich teuer waren. Ich weiß auch nicht, da gab es so Samtmodelle, die ich sehr cool finde und sehr cool fand und wo ich dann auf den Preis geguckt habe und mich fast erschrocken habe, weil es irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro oder so war. Ja, also es kann sehr stark variieren, aber ich denke, bei so Nicht-Ledertaschen und wenn es auch nicht unbedingt Samt ist man da meistens eher auf der günstigeren Seite. Ne? Günstiger ist jetzt hier mit Bedacht anzusehen. Aber ja, das war so der Luxuskauf. Naja, und auch eigentlich die Loewe-Hose. Aber gut. Habe ich sonst irgendwie... Ach ja, einen Vintage-Style habe ich noch. Oder Secondhand wohl eher. Und zwar diesen Blazer hier von Comme des Garçons. Also ein einfacher Blazer, der aber halt hier so asymmetrisch geschnitten ist. Fand ich sehr, sehr cool. Und das habe ich dann bei Kindle gekauft. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und Kindle ist wieder eine weitere Vintage Store Reihe, die es auch irgendwie überall verteilt gibt. Und ich habe das hier auf der in Harajuku auf der Main Road gekauft. Da ist irgendwie irgendwo relativ versteckt ein Kindle Store, wo man mit dem Aufzug dann hochfahren muss. Kindle hat auch eine richtig gute Auswahl gehabt, finde ich, auch in den verschiedensten Stores. Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, Vintage Shopping würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Ragtag Stores, dann die Kindle Stores, Berber Gin und eigentlich die ganze Straße, wo Berber Gin drauf ist. Und eigentlich trotzdem auch Amore Vintage und Vintage Q, die sind auch in der gleichen Area. Und dann hätten wir noch einen letzten Store, den ich empfehlen würde, und zwar Hedi. Oder ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also es ist H-E-D-Y. Von da habe ich lustigerweise meine Vintage Bottega Tasche. Die ist eigentlich von diesem Store, aber halt online bestellt und so weiter. Die haben halt auch einen richtigen Store in Tokio. Auch eine schöne Area auf jeden Fall. Da würde ich auch sagen, lohnt es sich, einen Abstecher zu machen. Und ja, die genannten sind auf jeden Fall, glaube ich, die Top-Stores, die ich so empfehlen würde. Wir haben ein paar Einkäufe bei Uniqlo gemacht und ja, Uniqlo gibt es auch bei uns, aber es gibt halt in Tokio den 7 Etagen großen Flagship Store und es ist auch nochmal deutlich günstiger da, deswegen habe ich da 2 Einkäufe gemacht. Das erste Teil habt ihr dann schon gesehen bei meinem neuesten Styling-Video, wenn dieses Video online kommt. Und zwar ist es dieses graue Tanktop. Aber das Besondere an diesem Tanktop sind diese Cups, also dieser eingebaute BH. Also eigentlich auch nichts Weltbewegendes, ne? Aber ich hab das irgendwie nie so wirklich auf dem Schirm gehabt und habe es dann halt da gesehen. Und für mich, ich weiß nicht, ob es euch bei dem Styling-Video dann auffällt, aber ich habe auf jeden Fall dann ein bisschen mehr Oberweite als normalerweise. Also ein bisschen so ein Mogel-Shirt für mich. Das ist aber auch hier, also alle Uniqlo-Sachen, glaube ich, gibt's auch hier. Dann habe ich hier noch die Ultralight Down Jacket geholt, weil die auch deutlich günstiger war. Und ich liebe diese Ultralight Jackets. Ich habe eine in schwarz, die ich immer dann unter Jacken trage, wenn ich einfach nochmal eine extra Wärmeschicht haben möchte, ohne irgendwie super fett mich anziehen zu müssen. Und ja, das ist dann halt nochmal eine cremeweiße Variante mit Kragen, die man dann eigentlich auch so anziehen könnte, weil es süß aussieht. Und es ist super leicht, man kann es halt richtig krass klein verstauen und so. Ja, in meinen Augen No-Brainer. Und ja, das waren die 2 Uniqlo-Sachen. Dann habe ich hier ein
Buckethead. Ja, es vergeht kein Asien-Trip ohne einen neuen Buckethead. Buckethead habe ich das Gefühl. Von wo habe ich den denn nochmal? Ach, ich glaube, der war von Stylenanda, was eigentlich ein koreanischer Laden ist. Der hat auch 3CE, so diese Make-up-Linie und halt eben auch Klamotten und unter anderem diesen Buckethead, den ich sehr, sehr cute finde. Ja, das war mein Stylenanda-Kauf. Eine Sache habe ich komplett vergessen, weil ich die schon im Schuhschrank verstaut habe. Und zwar habe ich mir in Tokio noch dieses Paar Onitsuka Tiger Sneaker gekauft. Das ist das Modell Mexico 66, das, was ich auch schon in Gelb habe. Und das ist halt so eine coole schwarz-weiße Variante ohne Wildleder oder so. Und die waren in Tokio günstiger und so und auch mit Tax-Free. Und es gab meine Größe, weil ich habe die bei uns nur in größeren Größen gesehen, nicht in 37. Und ja, da habe ich dann halt direkt zugeschlagen. Dann gibt es nur noch eine letzte klamottenmäßige Sache. Und zwar hier so Tabi-Socken, die es bei Muji gibt. Ich meine, die gibt es auch bei uns, aber halt eben nicht immer. Und deswegen habe ich die jetzt einfach da direkt mitgenommen. Eventuell sind die da auch ein bisschen günstiger. Also einmal in weiß und einmal in dunkelgrau. Und Muji ist auch nochmal Next Level in Japan, also wie man sich das halt vorstellen kann, weil es eben ein japanischer Store ist. Bei dem einen gab es zum Beispiel so eine riesen Snack-Abteilung oder Essensabteilung. Also es ist quasi das Ikea von Japan, würde ich halt sagen. Ganz viele Snacks, ganz viele Fertiggerichte und boah, man war da halt so ein bisschen, ich möchte am liebsten einen ganzen Koffer nur mit den Essenssachen mitnehmen. Auf jeden Fall auch irgendwie mal cool. Da habe ich jedenfalls die Socken geholt und noch dieses hier. Okay, sagt nicht viel aus, die Box. Ein Aromastein. Also ich habe ja von Muji auch diesen Diffusor. Den verwendet man halt mit so ätherischen Ölen, die es bei Muji gibt oder die man halt auch woanders kaufen kann. Und das ist jetzt so ein Aromastein. Das heißt, man tröpfelt halt hier so die ätherischen Öle drauf und kann es dann halt irgendwo so hinstellen. Hier auch irgendwie so ein kleines Tablett. So. Und ich finde, das sieht halt super schön simpel und sleek aus. Da muss man halt nicht diese Lampe unbedingt hinstellen, um ja, den Duft zu kreieren. Ja, das habe ich mitgenommen. Ich muss mal checken, ob es da auch bei uns gibt. Eventuell, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es auch alles gibt. Ja, ich zeige eigentlich jetzt nur noch kleine Sachen, deswegen setze ich mich mal hin. Und zwar ist die nächste Kategorie, die wir behandeln, Beauty. Ja, ich würde sagen, also wenn ich das jetzt mal mit Korea vergleiche, würde ich sagen, dass Korea auf jeden Fall mehr so Beauty-Mekka ist. Sowohl Skincare als auch Make-up. Da kann man halt wirklich alles Mögliche und das Krasseste, was man sich vorstellen kann, irgendwie kaufen, habe ich das Gefühl. Also was zumindest das Make-up angeht in Japan, finde ich, ist die Auswahl eher so okay. Also jetzt nicht super spektakulär oder so. Aber ich habe trotzdem ein paar coole Sachen für mich gefunden. Und zwar, ein Teil habe ich schon wieder vergessen. Moment. So, das Teil habe ich nämlich schon in meiner Make-up-Tasche in Benutzung. Und zwar ist es hier so ein Blotting-Powder. Also einfach so ein weißes Puder. Das habe ich gekauft, weil mein Gesichtspuder da leer gegangen ist und ich dann auf jeden Fall irgendwie was zum Abmattieren brauchte. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mattierend. Fand ich gut. Und ja, mattierende Puder findet man da auf jeden Fall auch wirklich zu häufig. Das wäre auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich habe hier auch ein zweites Puder geholt von Cica. Also das ist die Marke mit diesen Tiger drauf. Ist gar nicht aufgemacht. Ich muss mal gucken, wie es innen aussieht. Und dann kommt es hier mit so einem kleinen Schwämmchen, was ich gut finde. Und dann ist in diesem Falle mehr so ein Loose Powder. Aber in so einem süßen kleinen Format. Ja, fand ich irgendwie gut, weil so Setting Powder kann ich immer gebrauchen. Und dann habe ich einmal so eine Compact Press Powder Variante für so unterwegs. Und dann einfach nochmal sowas, auch so zum Ausprobieren.
ja, das. Und das nächste Make-up-Produkt wäre dieser Primer von Prima Vista. Den haben wir im Laden geswatcht, Daisy und ich, und der hat sich echt ganz gut angefühlt und gleicht halt einfach so Rötungen aus, weil es halt so ein bisschen grün getönt ist. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein krass weltbewegendes Produkt, aber das haben wir mitgenommen, weil wir es auf jeden Fall ganz interessant fanden und gern ausprobieren wollten. Dann, irgendwie ist doch relativ viel, ne? Habe ich hier so einen Haufen von diesen Dingern. Und zwar sind es 2 Eyeliner von Usu bei Flower Fashi. Keine Ahnung. Die hatten halt ganz, ganz viele Eyeliner in verschiedenen Farben und ich habe halt einmal weiß mitgenommen und einmal beige. Ja, beige. Falls halt weiß irgendwie doch zu krass sein sollte. Und ich habe das schon so ausgepackt. So sehen die aus. Die haben halt einen schönen spitzen Tipp und machen halt eine schöne Linie. So sieht beige aus. Fast wie weiß, aber ein bisschen wärmer. Und das hält auch super gut. Also wenn ich jetzt hier so reibe, und ich reibe echt doll, geht das sehr, sehr schwer ab. Ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall für den Rest des Videos in meiner Hand. Aber ja, das fand ich sehr, sehr cool. Ich hatte sowieso irgendwie so weißen Eyeliner im Auge. Da habe ich aber erst kürzlich einen Tipp bekommen für hier in Deutschland. Und zwar die Marke Kryolan. Vielleicht kennt ihr die. So eigentlich so ein bisschen so Theaterschminke-Marke. Die haben halt auch weißen Eyeliner. Habe ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt, aber macht halt jetzt eigentlich total Sinn, da mal zu gucken. Und ja, ich glaube, dass davon ein weißer Eyeliner auf jeden Fall auch sehr gut performen würde. Das wäre dann auf jeden Fall hier in Deutschland erhältlich. Was habe ich sonst? Hier habe ich sonst noch einmal einen Mikro-Mascara und einmal einen Clear-Mascara. Der Mikro, der sah so halt so schön klein aus und ich dachte mir, vielleicht kommt der halt ganz an die kleinsten Härchen ran und Clear Mascara ist immer gut für Sommer, um halt wirklich keine Panda-Augen zu bekommen oder so. Ja, das waren so die eher Make-up-mäßigen Sachen. Sind doch eigentlich relativ viel. Also man kann auch schon gute Make-up-Sachen finden. Ich glaube, was ich vorhin meinte, ist eher so Sachen wie Lidschatten oder Rouge oder so, ist da jetzt nicht so krass. Also da hat man nicht so viel Auswahl, finde ich. Von den Farben her und auch von den Texturen. Gerade die Puderprodukte, also Puderrouge oder so, fand ich nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Also die waren alle so ein bisschen, konnte man alle direkt wegpusten, habe ich das Gefühl. So, kommen wir jetzt zu den Skincare-Sachen und da hatte ich anscheinend wirklich SPF, also Sonnenschutz, sehr doll im Auge. Und zwar habe ich da direkt 3 Sonnenschutzprodukte mitgenommen von Sekisai, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Da unten, so heißt jedenfalls die Marke. Und da habe ich 3 verschiedene Lichtschutzprodukte mitgenommen. Einmal UV Sunscreen Mild Milk, also mehr für sensitive Haut, würde ich jetzt meinen. Eigentlich habe ich mehr sensible Haut, wurde mir gesagt. Deswegen war das so direkt das erste, nachdem ich gegriffen habe. Und ich habe alle 3 Produkte auch an der Hand ausprobiert und die haben schöne Texturen. Also das war so relativ leicht und ja, sehr leicht auf jeden Fall. War schön zu verteilen irgendwie. Man hat nicht das Gefühl, dass man so richtig fett Sonnenschutz drauf macht. Dann habe ich hier UV Sunscreen Essence Milk. Das ist ein bisschen wie das. Also beides sehr, sehr leicht und ja, ich denke ganz gut auch so für unter Make-up. Das war so meine Vorstellung dabei. Und dann habe ich hier noch UV Sunscreen Tone Up. Das hat halt so einen leichten lila Stich, was dann halt für ein bisschen mehr Glow sorgen kann. Ich mach mal die Packung auf. Ich habe das alles so noch so in der Verpackung gehalten.
Aber damit ihr die Produkte noch so ausgepackt seht, dass es interessant ist. Vielleicht auch nicht, aber okay, ich mache es jetzt mal. So, das wäre so das SPF-Line-Up. Ich glaube, es gab noch eine 4. Variation von dieser Marke. Ich wollte es jetzt nicht ganz übertreiben. Damit ihr mal die Größen seht, sind auf jeden Fall auch travel-friendly. Ja, ist, glaube ich, typische Sonnencreme-Größe, oder? Also Gesichtssonnencreme, 50 ml und 62 ml. Dann habe ich nur noch so ein paar random Bits. Da habe ich jedenfalls hier so 2 Stäbchen-Sets geholt. Einmal mit von meinem Geburtsjahr, das Pferd, und einmal von Johannes, Ochse. Fand ich irgendwie so super cute. Ja, das. Und dann hier super random, aber von dem MoMA, also Museum of Modern Arts Shop, den es in Tokio gab. Ich weiß gar nicht warum, aber ja, da gab es halt einen MoMA-Shop. Da habe ich halt dieses Teil hier gesehen. Ich packe es auch mal aus, aber hier seht ihr eigentlich die Illustration. Das ist quasi so ein, wie sagt man dazu? So ein U-Boot, T-Sieb. Moment, ich packe es erstmal aus. Also so sieht es aus. Irgendwie sieht es auch irgendwie so ein bisschen abgespaced aus. Aber das Prinzip ist, dass man das sozusagen so reinlöffeln kann in den losen Tee und das dann so zumacht und sich dann in die Tasse hängt. Ja, und ich fand das dann irgendwie ultra smart und sehr cool. Und ich bin halt ein absoluter Teetrinker, deswegen fand ich, das ist ein guter Kauf. Ja, das habe ich mitgenommen. Und super random Sachen auch jetzt irgendwie, ne? Ich habe von Beams hier so kleine Abschminktücher oder ja, so Mussolintücher geholt fürs Gesicht, weil es immer gut ist, wenn man für das Gesicht ein separates Handtuch hat, als was man für Hände oder Körper benutzt. Gerade für Leute mit zu Unreinheiten neigender Haut. So sieht es übrigens ausgepackt aus. Hier mit so einer etwas raueren Seite und auf der anderen Seite ist es so super weich und flauschig. Beams ist so ein Shop, der auf jeden Fall auch ganz cool ist, mit allen möglichen verschiedenen Marken oder coolen Kollaborationen und auch einer eigenen Hausmarke. Und ja, das fand ich irgendwie ganz cool. So, beim Tempel habe ich außerdem noch Talismane mitgenommen. Das sind jetzt so 2, die ich für mich geholt habe. Einmal diesen hier, das ist für Peaceful Mind. Macht auch so ein schönes Geräusch. Irgendwie. Und dann noch eins für Good Fortune. Kann auch nicht schaden. Und ja, die mache ich mir entweder irgendwie in eine Tasche irgendwie rein oder so innen. Finde ich irgendwie ganz schön. Ich habe Johannes außerdem auch noch einen Talisman mitgenommen, und zwar eins, das gegen so Verkehrsunfälle schützen soll. Ich blende euch mal irgendwie was ein, weil ich habe es gerade jetzt nicht hier. Ja, und dadurch, dass er ja sehr, sehr viel Motorrad fährt, fand ich das sehr, sehr passend. Vor allem, wenn er dann irgendwie auf Tour geht oder so, und dann kann er das Teil irgendwie ans Motorrad hängen, also an einer inneren Stelle, zum Beispiel irgendwie unterm Sitz oder so. Da ist auf jeden Fall so ein bisschen ein geschützter Bereich, und ja, fand ich irgendwie ganz schön. Und dann haben wir noch ein letztes Teil, und das ist aus dem Souvenirshop im Flughafen, weil wir es vorher auf jeden Fall in keinem Laden gesehen haben oder nicht in einem Laden drin war, der sowas verkauft hat. Und zwar hier so Bambusgriffe. Ich mache das mal aus der Packung raus. Also hier so 2 Griffe. Und ich zeige euch mal die Anleitung. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das so auszusehen hat. Also man kann halt ungefähr jedes Tuch nehmen, was man hat, und daraus dann eine Tasche machen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Souvenir auch. Man kann es ja eigentlich auch kombinieren mit einem Tuch, was man dann halt auch dort kauft. Ich habe jetzt nur die Henkel mitgenommen. Dann kombiniere ich das mit Tüchern, die ich so schon habe. Und ja, fand ich auch irgendwie sehr, sehr schön. Und dann habe ich für Johannes noch diese Homme Plissé Hose mitgebracht.
in so einem hellen Grau und der Schnitt ist relativ schlicht, also einfach gerade. Und ja, also die en plissé oder die Pleats Sachen sind auch super widerstandsfähig und ich habe eine Freundin, die Sachen immer auf Flügen oder so anhat, weil die super bequem sind, aber immer in Shape bleiben quasi. Und ja, das habe ich Ihnen damit gebracht. Das waren finally alle Tokio Shopping Sachen. So viel zum Thema Shopping. Und lass mich jetzt mal ganz kurz nachgucken, was es noch für Fragen gab. Also Budget, Flug, Unterkunft, Shopping, Restaurants. Shopping ist sehr, sehr individuell, weil da kann man wenig ausgeben oder auch viel, je nachdem, was man im Auge hat. Also Secondhand Vintage kann man mit sehr, sehr wenig Geld irgendwie gute Teile finden. Oder auch hochpreisigere Vintage-Sachen, die dann halt teurer sind, aber ja, abwägbar, was für einen Preis dann halt man zahlen möchte. Aber das Ding ist, dass man halt die Option hat. Man hat sehr, sehr viel Auswahl. Flug war ziemlich teuer, aber ich glaube, Flüge sind generell momentan halt viel, viel teurer. Und auch im Vergleich zu vor Corona sind halt die Flugpreise auf jeden Fall sehr, sehr in die Höhe gestiegen. Und wir hatten ja, also Johannes und ich hatten ja 2020 einen Flug nach Japan gebucht und so weiter und haben da für den Flug 700 € bezahlt oder 700 € noch was. Und jetzt haben die Flüge halt pro Person 1500 € gekostet. Also das ist schon ziemlich happig, aber es ist momentan einfach generell die Situation, egal wo man hinfliegt. Ich glaube höchstens in die USA ist noch relativ günstig. Unterkunft kommt natürlich auch darauf an, wo man unterkommt. Wir wollten jetzt für uns beide in einem Hotel unterkommen, weil das irgendwie manchmal einfach ein bisschen entspannter ist. Man kann dann halt das Gepäck irgendwie länger da lassen, wenn man einen späten Flug hat und so weiter, was wir auch hatten. Wenn man halt vor allem an einem langen Zeitraum in einer Unterkunft bleibt, ist es ja dann auch schon ganz praktisch, wenn man dann mal zwischendrin ein Cleanup von dem Zimmer machen kann, was wir aber auch nicht jeden Tag in Anspruch genommen haben, weil ich finde es auch irgendwie unsinnig, jeden Tag das Zimmer sauber machen zu lassen und Bettwäsche und so weiter zu wechseln. Das ist irgendwie, finde ich, totaler Quatsch. Aber die haben in dem Hotel, wo wir waren, so eine Regel gehabt, dass irgendwie mindestens alle 3 Tage einmal Zimmerservice gemacht werden musste. Wie so Hygiene-Policy. Ja, wir waren in dem Hotel The Gracery Shinjuku. Das ist das Hotel mit dem Godzilla auf der Godzilla Road und irgendwie ungefähr das höchste Gebäude da auf der Straße. Und man kann es nicht verfehlen und man sieht es eigentlich auch in sehr, sehr vielen Fotos dann immer. Aber ja, in diesem Hotel sind wir untergekommen und wir waren auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich fand, das Preis-Leistungs-Verhältnis war okay. Die Lage war top, also man ist super zentral. Shinjuku ist halt auch so ein krasser Hauptknotenpunkt. Von da kommt man dann halt auch überall hin. Wir konnten direkt vom Flughafen mit dem Zug halt dorthin fahren und dann von der Station zum Hotel laufen. 3 Minuten oder was weiß ich. Und man hat halt dann alles close by. Also für so den ersten Besuch vor allem in Tokio ist es, glaube ich, kann man da nichts falsch machen. Entweder Shinjuku oder Shibuya oder Harajuku. So die 3 Areas waren jetzt auch bei uns vor allem so die Hauptareas, wo wir uns bewegt haben. Ich glaube, so ungefähr 150 € die Nacht und dann halt durch 2 fand ich jetzt war so ein guter Mittelwert. Man kann auf jeden Fall mehr ausgeben, man kann aber auch weniger ausgeben. Je nachdem, da muss man halt auch irgendwie Abstriche machen oder so. Aber ja, das mal so als grobe Orientierung. Dann der nächste Punkt, Restaurants. Das fand ich überraschend günstig. Also Essen in Japan fand ich gar nicht so teuer. Also auch da gibt es natürlich auch Restaurants, wo man viel mehr ausgeben kann. Aber so jetzt so allgemein oder auch wenn man spontan irgendwie reingeht, fand ich die Preise sehr, sehr gut. Also auch teilweise sehr günstig. Ja, vor allem jetzt irgendwie, wenn man Sushi oder so isst und jetzt nicht in so einem krassen Luxury-Spot hingeht, ist es viel, viel günstiger als hier. Ja, macht eigentlich auch Sinn irgendwie. Aber ja, auch einfach ganz normal, wenn man irgendwo essen geht, finde ich, weil so das allgemeine Gefühl, es ist günstiger als in Berlin. Und Berlin ist schon günstig, sagt man. Oder man macht einfach ein 7-Eleven-Dinner. Dann kann man auch nur 5 € ausgeben für 2 Personen und hat halt ein ganzes Abendessen. Also 7-Eleven in Japan, aber auch Korea, ist top-notch.
geile Essensauswahl zu Top-Preisen. Also 7-Eleven ist eigentlich ein Go-To oder ein Must. Zumindest für Snacks oder auch mal, wenn man halt einmal einfach nur im Hotelzimmer essen möchte und so ein bisschen. Manchmal will man auch einfach nur essen. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, 7-Eleven Dinner haben wir auf jeden Fall gemacht. Oder auch so Frühstückssachen, wenn man halt irgendwie voll viel vorhat und dann irgendwie nur schnell was Kleines oder schnell irgendwie was frühstücken möchte. Und dann ist 7-Eleven, finde ich, auch immer eine gute Idee. Und wir hatten halt das Glück, dass bei uns in dem Hotelgebäude unten ein 7-Eleven, dass es da ein 7-Eleven direkt gab. Also ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr convenient und die Sonne ist jetzt sehr, sehr strahlig. Der nächste Punkt. Wenn wir schon bei Essen sind, wie sieht es mit vegetarischen Optionen aus, war die Frage. Und da muss ich sagen, nicht so gut. Also ich muss sagen, also vegan sehr, sehr schwierig, weil schon irgendwie viel irgendwie dann Ei oder so dabei ist. Auch so in den Brühen und so, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig, wenn schon vegetarisch manchmal ziemlich schwierig ist. Also sehr, sehr viel Fisch und schon auch viel Fleisch und dann, ja, also vegetarische Optionen gefühlt sehr wenig. Und irgendwie hat mich das überrascht, weil ich hätte irgendwie gedacht, dass es einfach noch mehr vegetarische Optionen gibt. Ist auch auf jeden Fall meine subjektive Meinung. Also es kann vielleicht auch sein, dass wir einfach nicht in Spots waren, wo es mehr vegetarische Optionen gibt. Aber so, ich würde jetzt von meiner Einschätzung sagen, dass es schon manchmal schwieriger sein kann. Es gibt vegetarische Optionen, aber prozentual wenig. Pescotarier oder so, gar kein Problem. Aber richtig Vegetarier oder Veganer könnte schwierig sein. Ich glaube, da müsste man einfach ein bisschen mehr recherchieren und so ein paar mehr sich die Spots wirklich raussuchen. Dann könnte man, glaube ich, schon auch was finden, aber ja, ist jetzt nicht so super einfach, würde ich jetzt einschätzen. So, was ist der nächste Punkt? In Japan alleine reisen. Und ich glaube, das kann ich ganz gut verbinden mit, Frage war, glaube ich, oder der Kommentar, dass wir ja schon öfter in Asien verreist waren und was gefällt euch dort immer am meisten im Vergleich zum Beispiel zu europäischen Ländern? Und da kann ich dann den Punkt in Japan alleine reisen, Fragezeichen, gut aufgreifen. Ich finde, man fühlt sich immer sehr sicher. Also ich denke, wenn ich irgendwo alleine verreisen würde, dann Japan oder Korea, weil ja, man fühlt sich so sicher, alles läuft sehr reibungslos, alles ist sehr leicht erreichbar mit Public Transports. Auch jemand, der gar keinen Führerschein oder so hat, ist es natürlich Gold wert. Man muss auch nicht unbedingt Taxi oder so fahren, weil das ist kann auch sehr, sehr pricey sein. Also Public Transport ist wirklich immer super und ja, alle sind sehr respektvoll miteinander oder man braucht halt irgendwie keine Angst haben, dass weiß ich nicht, dass einem wirklich was passiert. Vielleicht habe ich auch irgendwie meine rosarote Touristensonnenbrille auf, aber das ist einfach so meine Wahrnehmung. Und auch wenn man irgendwie verpeilt ist und irgendwie Sachen verliert, vergisst oder so. Zum Beispiel habe ich jetzt so 2 Storys von 2 verschiedenen Leuten gehört, die irgendwie einen Laptop in der U-Bahn vergessen haben und schon sich so total den Kopf gemacht haben. Und dann sowas wird halt einfach bei Lost and Found wirklich abgegeben und du kannst dir sicher sein, dass du dein Zeug halt wiederbekommst, wenn du es irgendwo vergisst. Das wird keiner anrühren oder halt keiner für sich mitnehmen. Oder auch irgendwie die Angst zu haben, dass dir jemand was aus der Tasche klaut oder so. Gar nicht. Also so, man ist halt in Europa so ein bisschen mehr, also ja, so Situational Awareness ist gut und auch in Europa und ich glaube auch in Amerika angebracht und notwendig. Aber da habe ich das Gefühl, gar nicht. Also ich finde, da braucht man halt einfach weniger Angst haben, dass irgendwie jemand einem was Kriminelles antun möchte. So. Das finde ich halt auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend. Ich finde das sehr, sehr schön, gerade wenn man irgendwie alleine verreist ist oder halt auch nur irgendwie als Frau irgendwie alleine verreist. Ich finde, das ist schon irgendwie sehr schön. Also es ist zwar traurig, dass es so einen krassen Unterschied macht, aber um es jetzt um das Positive hervorzuheben, das finde ich ist etwas, was mir auch sehr gut gefällt. Einfach so, man hat halt so eine Leichtigkeit, man ist so ein bisschen einfacher unbeschwert. Ja, so würde ich sagen. Und natürlich, also zu der Frage, was gefällt euch dort immer am meisten? Das Essen. Also immer wenn ich an Essenssachen denke, könnte ich sagen, allein deswegen würde ich nochmal hinreisen, weil Essen einfach so lecker ist und halt einfach meinen oder unseren Geschmack trifft. Und Essen ist bei mir halt auf jeden Fall, hat halt einen hohen Stellenwert.
Ja, generell noch eine Sache zu Essen generell in Tokio oder Japan. Man kann halt so gut essen und man hat halt so viele Möglichkeiten und Optionen. Es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Du kannst an einen Abend Ramen essen, den anderen Abend Spieße oder Izakaya, so Tapas quasi oder alle möglichen anderen Sachen in den unterschiedlichsten Formen. Also da hat man sehr, sehr viele Optionen. Nicht unbedingt vegetarische Optionen, aber ja, es ist sehr vielfältig, fand ich. Aber auch irgendwie sehr gesund, also so pure irgendwie. Also es wird sehr viel darauf Wert gelegt, Sachen so simpel, aber perfektioniert zu halten. Und ich denke, dass es deswegen dort auch so ist, dass du eigentlich fast in so jeden random Restaurant hingehen kannst. Es muss nicht unbedingt der gehypteste Spot irgendwie von TikTok sein und du wirst gut essen. Weil ich glaube, dass da einfach der Standard ganz anders liegt und sich jeder da irgendwie so Mühe gibt, das beste Essen auch zu servieren. Ja, deswegen kann man da auch irgendwie spontan einfach in irgendeinen Spot rein, ohne dass es irgendwie eine krasse Empfehlung oder so sein muss. Hätte ich jetzt so das Gefühl. Eine andere Sache zu, was gefällt euch dort immer am meisten im Vergleich? Es ist super sauber. Also das muss man, klingt so plump, aber es ist so sauber und jeder gibt irgendwie Acht auf irgendwie, dass es nicht verschmutzt wird, dass man Sachen sauber hinterlässt, sei es jetzt irgendwie in Parks oder überall einfach, obwohl es halt super wenige Mülleimer gibt in der Öffentlichkeit. Also man findet sehr, sehr wenige Mülleimer, während hier in Berlin gibt es in den Parks steht ein Mülleimer 5 Meter von dem anderen entfernt und trotzdem ist es super vermüllt, weil einfach das Mindset ganz anders ist. Also auch das ist auch nochmal einfach ein ganz anderes Thema. Sehr, sehr sauber auf jeden Fall. Macht das Erlebnis auf jeden Fall auch nochmal schöner, weil ja, es ist einfach alles sauber und schön. Das wäre so ein Punkt. Ja, ich glaube, das wären so die Hauptpunkte, die ich jetzt so nennen würde. Ich muss jetzt auch einfach irgendwo eine Linie ziehen, damit das Video nicht irgendwie 3 Stunden lang wird. Ja, das wird auf jeden Fall auch ein Traum sein, dieses Video mit Untertiteln und Übersetzungen zu versehen. Gibt es noch eine Frage, vegetarische Optionen? Ah ja, how to get around. Gibt es sowas wie Oyster Card? Ja, das hole ich mal kurz. Also wie bewegt man sich so in Tokio fort? Hiermit auf jeden Fall. Also man holt sich in der Metro diese Suica Card, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, sozusagen wie eine Oyster Card. Also es ist eine Karte, die man auflädt und damit dann immer Tap-in, Tap-out, also so mit Schranken. Da kommt man, glaube ich, eigentlich nicht drum herum. Und ein heißer Tipp ist, dass man das in Apple Wallet hinzufügen kann und dann halt per App aufladen kann. Ich wünschte, das hätten wir gewusst, während wir da waren, weil diese Automaten kann man eigentlich zu 99% nur mit Cash bezahlen. Hat man dann halt auch nicht immer genau so, wie man es halt braucht. Zumindest war es bei uns so. Und deswegen ist es halt eben sehr, sehr praktisch, wenn man das einfach übers Handy machen kann. Das Thema Cash, ob man viel Cash braucht oder nicht. Man braucht auf jeden Fall ab und zu schon Cash, vor allem für so kleine Restaurants oder irgendwie Stände oder so. Oder bei Bars manchmal. Also so ein bisschen Cash braucht man schon, aber nicht für alles. Also beim Shoppen kann man auf jeden Fall eigentlich so gut wie alles mit Karte bezahlen, das ist gar kein Problem. Ja, also nochmal zurück zu diesem Thema. Man kann auf jeden Fall in Tokio super gut mit der Metro rumkommen, auch außerhalb von Tokio halt mit der Bahn und Shinkansen und keine Ahnung was. Aber das ist nochmal ein anderes Thema und dadurch, dass wir es nicht gemacht haben, würde ich es jetzt nicht unbedingt thematisieren. Muss dann manchmal vielleicht doch mal ein Taxi nehmen, vor allem wenn man irgendwie mit irgendwie sehr, sehr viel Gepäck dann zum Flughafen möchte, weil es schon echt auch stressig ist dann mit irgendwie Koffern in der Metro und so, obwohl es den Service gibt, dass man seine Koffer zum Flughafen und vice versa schicken kann, aber muss man halt auch irgendwie entsprechend timen. Aber ja, man kann auch Taxi nehmen und auch Uber bestellen, ist aber, finde ich, vergleichsweise pricey und deswegen, ich würde sagen, Public Transport all the way. Nur halt zum Beispiel, wenn man ganz, ganz spät abends von der Bar oder so nach Hause möchte oder so, dann fährt halt nicht mehr alles und deswegen muss man da auch mal Taxi fahren. Oder wenn es halt krass schüttet und man halt irgendwie schicke Schuhe oder so. Ja, so eine Sachen. Sehenswürdigkeiten, ich glaube, das kommt dann von selbst, wenn man dann selber irgendwie den Trip für sich recherchiert. Wir haben jetzt irgendwie ein paar Tempel gemacht und dann den Tokyo Tower. Hier so, hieß es Tokyo Sky?
ich will es jetzt nicht verwechseln, aber ja, so ein ganz hohes Gebäude mit Aussichtsplattform. Wollten wir eigentlich auch machen, aber ist ausgebucht gewesen. Und da kommen wir eigentlich zum nächsten und hoffentlich letzten wichtigen Thema aber. Und zwar reservieren und Sachen buchen. Daisy und ich haben halt vieles sehr, sehr spontan gemacht und das hat halt auch halbwegs geklappt, aber halbwegs aber auch nicht. Also zum Beispiel konnten wir halt nicht auf diese, nennst du jetzt Tokyo Sky, das konnten wir zum Beispiel nicht machen, weil es ausgebucht war, oder auch wenn man in bestimmte Museen möchte, muss man auch auf jeden Fall rechtzeitig gucken und da die Tickets buchen. Da kann man eigentlich in den meisten Fällen nicht einfach spontan hin, alleine weil da dann die Schlange wahrscheinlich unglaublich lang wäre. Auch so bei manchen Restaurantsachen sollte man auf jeden Fall nochmal gucken, sobald man seine Reisesachen weiß, dass man da schon mal so ein bisschen recherchiert. Vor allem für irgendwie so richtig Sushi in höherem Niveau oder so ist auch schnell mal ausgebucht. Findet auch vielleicht dann andere Alternativen, aber es empfiehlt sich, vorher so ein bisschen zu gucken und vorher schon mal so ein paar Sachen zu reservieren, weil nicht, dass man dann halt enttäuscht wird, weil man manche Sachen nicht machen konnte. Ja, das ist auf jeden Fall mein Rat. Ja, ich glaube, damit hätten wir diesen Tokyo TED Talk beendet. Ein paar abschließende Worte. Also, ich fand den ganzen Trip super, super schön. Es war ein wundervoller Ort zu besuchen, vor allem zur Sakura Season. Da hatten wir unglaublich gutes Timing. Ich habe natürlich auch beim Forecast geguckt und das ungefähr getimed, dass wir zur Kirschblüte dann halt in Tokio sind. Das hat dann halt auch so gut geklappt und es war einfach eine magische Erfahrung. Also man hätte teilweise einfach heulen können, einfach von dem schönen Anblick. Also ja, das war wirklich sehr, sehr schön und ich würde nicht ausschließen, wieder nach Japan zu reisen, allein weil wir selbst nur auf Tokio bezogen vielleicht so einen Bruchteil überhaupt gesehen haben von Tokio, und dann gibt es halt auch so viel zu entdecken außerhalb von Tokio. Also es ist auf jeden Fall nochmal eine Reise wert und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Damit beenden wir jetzt das Japan-Thema und dann geht es auch weiter mit dem restlichen Vlog. It's a
So, ich komme heute vom Tattoo-Lasern und einem Farrow & Ball Event und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich davon gevloggt habe, aber meine Tattoo-Laserin hat mir Komplimente gemacht für meinen Pulli und meine Jacke, deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das Outfit hier jetzt mal richtig. Also ich trage einen flauschigen Pullover von Totem und einen Trenchcoat von A.F. Egger. Und dazu diese Secondhand MS-Tasche, dunkelgraue Arcade Jeans und Chanel Ballerinas. Es ist so eine, ja, es herrschen nur irgendwie so 13 Grad oder so, also relativ kalt, aber ich wollte es trotzdem noch frühlingshaft halten, deswegen die Ballerinas. Das ist so die Mischung für mich, beziehungsweise ja, ich bestand darauf, dass ich Ballerinas heute anziehe und das war tatsächlich okay. Aber ja, oben ist es relativ kuschelig. Und ja, ich zeige das Outfit nochmal ohne Jacke. So sah das ganze Outfit ohne Jacke aus. Also einfach den Pullover hier so drüber, nicht mal reingesteckt oder so. Und ja, also irgendwie so loose fitted und dann so ein bisschen Haut bei den Füßen zu sehen. Und ja, irgendwie mochte ich das ganz gerne. Ich habe hier eine neue Kette von Mosquito und ihr wisst ja, dass ich die schwarze Kette von denen super gerne trage. Und hier habe ich jetzt was Neues, wo ich so richtig gemacht habe, wo ich das geöffnet habe. Und zwar ist diese super schöne Kette, so Tiger Eye. Oh, super schön. Und dann habe ich hier noch ein Teil, was sie jetzt neu haben. Und zwar haben die jetzt so Stoffblumen als Accessoire, die man entweder als Kette tragen kann oder als Gürtel. Also ja, mit so Stoffblumen und so, da habe ich gerade voll den Faible für. Und deswegen passt das perfekt. Ja, zwei super schöne Teile. Ich habe meine Hand verletzt. Ich glaube, ich kann heute überhaupt nicht. So sind die alle. So, das ist jetzt das letzte Mal, dass das Wohnzimmer so aussieht. Wir wollen nämlich endlich streichen. Also momentan sind die Wände ja einfach nur weiß. Die sind weiß verputzt und unsere weißen Wandleisten dran. Und wir werden das Ganze dann in einem leichten Grau einhüllen. Ein Grund, warum wir auf jeden Fall streichen wollten, sind ja diese Vergilbungen in den Leisten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier ist es relativ stark und auch hier. Also es blutet irgendwie so ein bisschen aus. Das hat auf jeden Fall ein paar Jahre funktioniert, komplett ohne gestrichene Leisten, dass das sehr homogen aussieht, aber jetzt ist es an der Zeit und auch so von der Farbe her wollen wir das Ganze einfach noch mal ein bisschen ja, anders gestalten, so dass es noch mal ein bisschen, noch ein Ticken wohnlicher ist. Und ja, ich habe ja schon Anfang des Jahres sehr, sehr viele, nee, nicht Anfang diesen Jahres, sondern Anfang letzten Jahres, sehr, sehr viele Farben geswatcht und mich für eine Farbe von Farrow & Ball entschieden, und zwar Strong White. Und ja, ich werde euch dann aber wahrscheinlich mehr dazu erzählen, wenn das Ganze halbwegs im Prozess ist oder fertig, weil dann ist es irgendwie ein bisschen repräsentativer, dazu was zu erzählen. Aber ja, hier nochmal als letzte Erinnerung, wie es quasi jetzt aussieht.
wir sind endlich fertig. Eine Sache, über die ich mich mega freue, und zwar haben wir alle Steckdosen in der gleichen Farbe wie die Wand gestrichen. Also die gleiche Farbe, also ebenfalls Strong White, aber in einem anderen Finish. In so glänzender, das kann man hier so, glaube ich, ganz gut erkennen. Also die Wandfarbe ist ja in Estate Emulsion und für die Steckdosen haben wir dann Modern Eggshell benutzt. Das ist halt dieses ein bisschen glänzendere und einfach ein bisschen mehr widerstandsfähig. Und ja, das ist auf jeden Fall super, super satisfying irgendwie, die Steckdosen in der Farbe zu haben, statt dass die irgendwie im Weiß oder in Creme irgendwie nochmal sich absetzen. Und ja, dann zeige ich euch das nochmal, wenn das hier alles wieder ordentlich drin ist. So, jetzt ist jedes Möbelstück wieder zurück an seinem Platz. Und dann könnt ihr das mal so im fertigen Ergebnis sehen. Also es ist keine krasse Farbveränderung in dem Sinne, aber es macht doch einen ziemlich großen Unterschied. Jetzt fügen sich die Wandleisten viel, viel besser ein und es wirkt allgemein einfach ein bisschen wohnlicher und gemütlicher, ohne dass es jetzt so eine krasse Farbe ist. Also es fällt auf jeden Fall mehr auf, wenn man das in den Kontrast so sieht mit den Türen. Wir haben auch erst überlegt, ob wir die Türrahmen, Türen und Leisten auch in der gleichen Farbe streichen mit Modern Eggshell, aber haben uns dann doch dafür entschieden, dass wir es so mit dem Kontrast irgendwie schöner finden. Und ja, ganz interessant, wie sich die Farbe je nach Licht immer verändert. Also mal sieht es neutraler aus, mal ein bisschen kühler. Aber ja, hier in der Ecke sieht es zum Beispiel sehr, sehr kühl aus. Und jetzt hat man so fast schon einen Verlauf. Also da hinten, diese Wandfarbe ist ein bisschen dunkler eigentlich noch als Strong White. Also das hier war ja Shadow White. Es ist so ein wärmeres, aber grünstichiges, dunkler Weißton, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt beige sagen, aber ja, vielleicht schon in Richtung beige. Und dann hat man hier eine Abstufung heller. Und dann im Schlafzimmer lassen wir es weiß. So sieht es dann so in der Flucht aus. Irgendwie ganz interessant. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir es gestrichen haben, weil es wirklich irgendwie ein wohnlicheres Gefühl erzeugt und sich die Wandleisten jetzt viel besser integrieren und ja, man diese Vergilbungen auch nicht mehr sieht und so weiter und so weiter. Ja, das ist das fertige Ergebnis. Ich bin mit Erika und Jordan zum Abendessen verabredet und ich wollte euch vorher noch mein Outfit zeigen. Und zwar habe ich an eine super alte Jeans von Weekday, dazu so Kate Stiefeletten und dann das graue Tanktop von Uniqlo und einen Lederblazer von Arket und diese schöne Moskito-Kette und dazu dann Hermes-Tasche. Ja, das ist so mein Dinner-Outfit. Es ist aber wieder so ziemlich kalt geworden und deswegen werde ich auf jeden Fall noch einen Mantel anziehen und das zeige ich euch auch noch. So, und so sieht das Ganze dann mit Mantel und Schal aus, weil trotzdem im April auch mal Wintertemperatur herrschen können. Und dann ist das so meine Lösung dazu. Ich habe hier diesen Loewe-Gürtelmantel an. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Und ja, das ist so meine Mittellösung für eigentlich Frühling, aber auch irgendwie winterlich. Ja, das ist mein Outfit für heute Abend.
So, ich probiere gerade ein neues Table-Setup aus für den nächsten Brunch und wollte das so ein bisschen frühlingshaft gestalten. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen Farbe reingebracht mit diesen 2 schönen blau-weiß gestreiften Vasen. Die sind von Arket und bei Arket gibt es momentan irgendwie ein paar schöne neue Vasen. Das sind jetzt diese hier, die sind so mittelgroß, würde ich sagen. Also nicht klein, aber auch nicht riesig. Ich schätze, wie viel waren die nochmal? Ich glaube 20 cm hoch ungefähr. Und da macht es sich irgendwie ganz gut, 2 davon zu haben. Es ist jetzt nicht zu overwhelming, aber ich fand es irgendwie ganz cool, dann immer nur so eine einzelne Blume da rein zu platzieren. Ja, das finde ich irgendwie ganz schön. Und die kohlförmigen Teller, die kennt ihr ja schon. Die habe ich seit ein paar Jahren eigentlich schon. Die sind von Bordalo Pinero. Die gibt es auch bei Arket. Ich habe jetzt die weiße Variante. Die haben aber auch eine grüne Variante, die ich immer wieder im Auge habe, weil es auch irgendwie ganz cool ist als Option. Aber ja, mit Weiß kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Die haben noch andere so naturförmige Teller, nämlich von San Rafael, so welche in Blumenform. Also es ist sehr, sehr ähnlich zu dem. Dann ist es so weiß und dann hat es hier in der Mitte dann die gelben Pollen drin. In weiß und in so rosa gibt es das. Finde ich auch sehr, sehr cool. Das wäre so die erste Variante, die ich so parat hätte. Es gibt aber auch noch eine zweite Option. Ich kann mich nicht recht entscheiden. So, das wäre die zweite Option. Das ist wieder eine Vase von Arket. Die ist ein bisschen größer als die gestreifte Vase. Deswegen habe ich jetzt auch nur eine. Das passt dann besser, sonst ein bisschen zu viel. Ja, das ist dann schlichter von den Farben her, aber auch schön. Also irgendwie kann ich mich gar nicht entscheiden, welche Variation ich besser finde. Für was seid ihr? Für diese einzelne Vase oder die beiden gestreiften Vasen? Schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren. Ja, aber das wären auf jeden Fall schon mal 2 frühlingshafte Table Setups. Ja, und damit beenden wir den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das wird ja dieses Mal so ein bisschen länger als normalerweise, aber ich glaube, die meisten von euch freuen sich über längere Videos. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!